Moin, hast du kurz eine Minute? Du, ich habe da so eine Idee im Kopf, wie ich meinen YouTube-Kanal vielleicht für dich ein bisschen interessanter gestalten kann. Und da wollte ich mal kurz mit dir drüber schnacken. Also ich mache mal noch schnell den Kaffee fertig und dann legen wir los. Bevor ich dir erzähle, was mir im Kopf rumspukt, lass mich dir ein bisschen was über mich und meinen Kanal erzählen. Das geht ganz schnell und hilft ein bisschen zu verstehen, wo meine Gedanken herkommen. Seit etwa einem Dreivierteljahr versuche ich hier auf YouTube meinen Platz zu finden. Bisher tatsächlich eher mit mäßigem Erfolg. Hier, schau mal. Ja, 34 Abonnenten bisher. Und unter uns, die meisten sind meine Freunde. Also ist das am Anfang, ich meine, das kennst du vielleicht selber. Aber letztendlich sind das die Leute, für die du dich immer wieder aufraffst, wenn sonst auch keiner zuguckt. Ne? Wenn du irgendwie durchhältst, dann sind es diese Menschen, denen du das zu verdanken hast, weil du die irgendwie einfach nicht im Stich lassen willst und weitermachst, selbst wenn du zwischendurch alles irgendwie hinschmeißen willst. Also so ging es mir zumindest und das mehr als einmal. Aber dann ist etwas passiert. Etwas, vor dem ich tatsächlich ein bisschen Bammel hatte bisher. Fremde Menschen haben sich meine Videos angeguckt. Hier, ich zeig dir, was ich meine. Schau mal. Die meisten Aufrufe kommen daher, dass das Video als nächstes vorgeschlagen wurde, ne? Wenn du zum Beispiel dein Autoplay nicht abschaltest. Allerdings, wenn du mal hier schaust, das hat sich halt kaum einer wirklich lange angeschaut, was ich auch bei dem Inhalt total nachvollziehen kann. Denn wenn du mich nicht persönlich kennst, ist es ja völlig wurscht, wem ich wofür dankbar bin. Das hat mich aber nachdenklich gemacht. Ich meine, du kennst es vielleicht selber oder hast es schon erlebt. Da hast du schon mal Klicks und dann gucken sich die Leute das nicht an. Und wie gesagt, logisch ist mir das völlig klar. Warum sollte jemand seine wertvolle Zeit in etwas investieren, was ihn oder sie nicht interessiert? Das würde ich auch nicht machen. Aber das hat mich angefixt. Na, ich meine, du kennst diesen Gedanken vielleicht. Challenge accepted. Das kann ich besser. Aber wie? Also ich meine, was ist für andere interessant und macht mir auch noch Spaß? Ich hatte ein, zwei Ideen und habe die Leute einfach mal gefragt, hier so für Instagram Story, kannst du das sehen? Ja, jetzt geht's. Na, was wollt ihr? Und ein paar haben sogar abgestimmt. Hier. Kurzfilme. Vielleicht nicht wirklich repräsentativ, aber einige Leute haben anscheinend echt Bock auf die Ideen in meinem Kopf und das finde ich großartig, weil auch ich habe da irgendwie am meisten Bock drauf. Allerdings ist das ziemlich aufwendig, wenn es gut werden soll. Da schaffe ich vielleicht so mit Glück einen im Monat und das ist natürlich ein bisschen wenig, wenn so ein YouTube-Kanal wachsen soll. Was mache ich also zwischen diesen kleinen Filmen, was für dich auch weiterhin interessant ist? Mein Gedanke, ich lasse dich einfach ein bisschen bei mir über die Schulter schauen, wenn ich an meinem YouTube-Kanal arbeite oder eben diese Filme vorbereite. Ich meine, das macht mich ein bisschen nervös zu wissen, dass mir da einer zuschaut, wenn ich etwas völlig Neues ausprobiere. Aber hey, vielleicht geht es dir ja genauso. Ich meine, auf YouTube gibt es ja nun wirklich genug tolle Menschen und gute Menschen, die dir einfach erklären, wie was funktioniert. Und das finde ich auch total großartig. Allerdings hätte ich mir so das ein oder andere Mal gewünscht, und vielleicht geht es dir ja genauso, dass man mal so von Anfang an dabei gewesen wäre, wenn die Leute etwas ausprobieren. Also so wirklich, weißt du, nicht nur zurückblicken, sondern so wirklich über die Schulter. Ich würde sagen, das probieren wir im nächsten Video einfach mal aus. Ach übrigens, um dieses gute Stück wird es in meinem ersten kleinen Kurzfilm gehen. Dazu erzähle ich dir dann aber mehr, wenn ich soweit bin. Ich verspreche dir aber, ich mache mir auf jeden Fall in den nächsten Tagen schon mal Gedanken darum, was ich dir von meinen Arbeitsabläufen schon mal zeigen kann. Entweder rund um so ein YouTube-Video oder vielleicht sogar die Entstehung eines solchen kleinen Kurzfilms. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit und dass ich die Idee einfach mal mit dir teilen konnte. Das hat mir wirklich geholfen. Also, pass auf dich auf, bleib gesund und wir sehen uns. Okay. Rund um so einen Kurzfilm.
die ganze Zeit? Herrje.